Kennst du das? Kannst du das? Weißt du das? Sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Denn im heutigen Video zeige ich euch den Unterschied zwischen den Verben kennen, können und wissen. Wir beginnen direkt mit dem Verb kennen. Kennst du Albert Einstein? Kennst du Johann Wolfgang von Goethe? Kennst du Japan? Kennst du den Pazifischen Ozean? Kennst du Mexiko? Kennst du Madrid? Das heißt, man benutzt kennen für Menschen und für Orte. Aber nicht nur dafür. Kennst du Bitcoins? Kennst du die Telefonnummer vom Pizzaservice? Oh, kennst du schon mein Instagram-Profil Linkster Academy? Schau's dir an, dort kannst du noch mehr Deutsch lernen. Kennen kann also auch mit Dingen benutzt werden. Dazu gehören auch abstrakte Dinge. Zum Beispiel, kennst du den Unterschied zwischen den Verben kennen, können und wissen? Schauen wir uns als nächstes das Verb können an. Kannst du Schach spielen? Kannst du schwimmen? Kannst du Tennis spielen? Kannst du pfeifen? Kannst du kochen? Kannst du Deutsch? Wenn wir etwas gelernt haben, das heißt, wenn wir eine Fähigkeit in etwas haben, dann benutzen wir das Verb können. Können ist ein Modalverb und das bedeutet, man benutzt es zusammen mit einem anderen Verb. Eine Ausnahme ist, du kannst fragen, kannst du Deutsch? Das ist kurz für kannst du Deutsch sprechen. Das geht auch mit einem Verb. Ja, schönen guten Tag. Ich hätte gerne einen Termin bei Ihnen. Ja. Montag früh um 7:30. Ja, okay. Ja, da kann ich. Alles klar. Vielen Dank. Wiederhören. Ja, Arzttermin gemacht. Am Montag um 7:30. Am Samstag ist eine Party. Ich kann aber leider nicht kommen, denn ich muss am Sonntag früh arbeiten. Siehst du, in diesen Beispielen geht es um Möglichkeiten. Außerdem kann man es für eine Erlaubnis oder ein Verbot verwenden. Kann man hier parken? Nein, man kann hier nicht parken. Das heißt, man darf hier nicht parken. Oder ihr formuliert eine Bitte. Kannst du mir bitte kurz helfen? Kannst du mich bitte am Mittwoch zum Flughafen fahren? Kann das vielleicht jemand anderes machen? Können hat noch weitere Bedeutungen. Die erkläre ich euch aber in einem anderen Video. Zum Abschluss schauen wir uns noch das Verb wissen an. Weißt du, wie viel Uhr es ist? Ja, es ist 2:45. Weißt du, wann der nächste Bus fährt? Nein, tut mir leid, ich weiß leider nicht, wann der nächste Bus fährt. Weißt du, ob morgen die Sonne scheint? Ja, ich weiß, dass morgen den ganzen Tag die Sonne scheint. Weißt du, wo mein Handy ist? Weißt du, wie man das Wort Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung rückwärts buchstabiert? Kleiner Scherz. Aber was kein Scherz ist, dieses Wort steht bei uns im Duden als das längste Wort in der deutschen Sprache mit 67 Buchstaben. Man benutzt Wissen, wenn man über Informationen spricht. Man benutzt es zusammen mit einem Nebensatz. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, ich weiß. Das geht aber nur, wenn man einen bestimmten Kontext hat. Zum Beispiel sagt dir jemand, heute ist Montag. Dann kannst du sagen, ja, ich weiß. Verstanden? Ich teste euch wieder.
Schreibt mir in die Kommentare einen Satz mit kennen, können oder wissen und ich korrigiere ihn für euch. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Julia.